Herzlich willkommen zu unserem Video über die Anunnaki. Wer waren sie für die Menschheit? Die Anunnaki, auch als Anunnaki, Anuna, Anunnaki und andere Variationen transkribiert, sind eine Gruppe von Gottheiten der alten Sumerer, Akkader, Assyrer und auch im alten Babylon wurden sie verehrt. 1849 führte der Archäologe Henry Layard mit seinem Team Ausgrabungen im Iran. An den Ruinen von Separdo, einer nicht mehr existierenden Stadt. Sie war einst Teil einer glorreichen Region namens Mesopotamien. Diese archäologischen Ausgrabungen im Iran enthüllten Tontafeln, die von den Sumerern geschrieben wurden, einer fortgeschrittenen Zivilisation, die behauptete, von Wesen namens Anunnaki erschaffen worden zu sein. In den frühesten sumerischen Schriften über sie, die aus der nach akkadischen Zeit stammen, sind die Anunnaki-Gottheiten im Pantheon, Nachkommen von An und Ki, dem Gott des Himmels und der Göttin der Erde, und ihre Hauptfunktion bestand darin, die Schicksale der Menschheit zu lenken. Der Name Anunnaki leitet sich von An, dem sumerischen Gott des Himmels, ab. Anunnaki bedeutet übersetzt fürstliches Blut oder Samen des Anu, nicht diejenigen, die herabgestiegen sind oder diejenigen, die vom Himmel auf die Erde kamen, wie viele moderne Quellen behaupten. Samuel Noah Kramer identifiziert Ki mit der sumerischen Muttergöttin Ninhursag und gibt an, dass sie ursprünglich dieselbe Figur waren. Der älteste der Anunnaki war Enlil, der Gott der Luft und Hauptgott des sumerischen Pantheons. Die Sumerer glaubten, dass Himmel und Erde bis zur Geburt von Enlil untrennbar waren. Dann spaltete Enlil Himmel und Erde in zwei Teile und trug die Erde weg, während sein Vater An in den Himmel brachte. Die Anunnaki werden hauptsächlich in literarischen Texten erwähnt, und es wurden bisher nur sehr wenige Beweise für die Existenz eines Kults gefunden. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass jedes Mitglied der Anunnaki seinen eigenen individuellen Kult hatte, getrennt von den anderen. Ebenso wurden noch keine Darstellungen der Anunnaki als vollständige Gruppe entdeckt, obwohl einige Darstellungen von 2 oder 3 einzelnen Mitgliedern zusammen identifiziert wurden. Gottheiten im alten Mesopotamien waren fast ausschließlich anthropomorph. Man glaubte, dass sie über außergewöhnliche Kräfte verfügten und oft von enormer körperlicher Größe angesehen wurden. Die Gottheiten trugen typischerweise Melam, eine mehrdeutige Substanz, die sie in erschreckender Pracht bedeckte. Melam könnte auch von Helden, Königen, Riesen und sogar Dämonen getragen werden. Die Wirkung, die das Sehen des Melams einer Gottheit auf einen Menschen hat, wird als Nie beschrieben, ein Wort für das körperliche Kribbeln des Fleisches. Gottheiten wurden fast immer mit gehörnten Mützen dargestellt, die aus bis zu 7 übereinander liegenden Ochsenhörnern bestanden. Sie wurden manchmal auch in Kleidung dargestellt, in die aufwendige dekorative Gold- und Silberornamente eingenäht waren. Die alten Mesopotamier glaubten, dass ihre Gottheiten im Himmel lebten, nach einer früheren Geschichte von Besuchen auf der Erde in mythologischen Texten, und dass die Statue eines Gottes eine physische Verkörperung des Gottes selbst war. Als solche wurden Kultstatuen ständige Pflege, Aufmerksamkeit und eine Reihe von Priestern zugeordnet. Diese Priester kleideten die Statuen und veranstalteten Feste vor ihnen, damit sie essen konnten. Es wurde angenommen, dass der Tempel einer Gottheit der buchstäbliche Wohnsitz dieser Gottheit ist. Die Götter hatten Boote, große Lastkähne, die normalerweise in ihren Tempeln gelagert und während verschiedener religiöser Feste zum Transport ihrer Kultstatuen auf Wasserstraßen verwendet wurden. Die Götter besaßen auch Streitwagen, mit denen ihre Kultstatuen auf dem Landweg transportiert wurden. Manchmal wurde die Kultstatue einer Gottheit an den Ort einer Schlacht transportiert, damit die Gottheit den Kampf beobachten konnte. Es wurde angenommen, dass die Hauptgottheiten des mesopotamischen Pantheons, zu denen die Anunnaki gehörten, an der Versammlung der Götter teilnahmen, durch die die Götter alle ihre Entscheidungen trafen. Diese Versammlung wurde als göttliches Gegenstück zum halbdemokratischen Gesetzgebungssystem angesehen, das während der 3. Dynastie von Ur, ca. 2112 v. Chr. bis ca. 2004 v. Chr. existierte.
Ein akkadisches Rohlsiegel aus ca. 2300 v. Chr. Zeigt Darstellungen der Gottheiten Inanna, Utu und Enki, 3 Mitglieder der Anunnaki. Die frühesten bekannten Verwendungen des Begriffs Anunnaki stammen aus Inschriften, die während der Regierungszeit von Gudea, ca. 2144 bis 2124 v. Chr. und der 3. Dynastie von Ur verfasst wurden. Ein berühmtes Beispiel ist die sogenannte Eridu-Genesis, eine sumerische Keilschrifttafel, die eine Schöpfungsmythologie darstellt und in der die Anunnaki eine wichtige Rolle spielen. Der Text beginnt mit einer Beschreibung der ursprünglichen Zustände der Welt, als sie noch ein Chaos aus Wasser und Schlamm war. Die Götter existierten bereits, aber sie hatten noch keine Ordnung geschaffen. Die Götter beschließen, die Welt zu ordnen und den Menschen zu erschaffen, um ihnen die Arbeit zu übertragen. Sie erschaffen den Menschen aus Lehm und göttlichem Blut und verleihen ihm das Leben. Die Götter erschaffen die Stadt Eridu als ihren Wohnsitz und als Zentrum der Zivilisation. Sie errichten einen Tempel, in dem die Götter verehrt werden, und lehren den Menschen die Gesetze und Rituale. Die Götter entscheiden, den Menschen die göttliche Weisheit zu geben, damit sie in der Lage sind, die Welt zu regieren und gerecht zu herrschen. Die göttliche Weisheit wird in Form eines göttlichen Geschenks an den König von Eridu übergeben. Die Menschheit beginnt jedoch, sich gegen die Götter aufzulehnen und ihre Anweisungen zu missachten. Die Götter sind über den Zustand der Welt und das Verhalten der Menschen verärgert und beschließen, die Welt durch eine große Flut zu zerstören, um von neuem zu beginnen. Ein einziger Überlebender der Flut wird von den Göttern gerettet und mit göttlicher Weisheit gesegnet. Er wird angewiesen, die Welt neu zu bevölkern und die Menschheit zu leiten, um die Zivilisation wieder aufzubauen. Die Eridu-Genesis ist ein faszinierender Mythos, der sowohl kulturelle als auch religiöse Bedeutung für die antiken Sumerer hatte. Er veranschaulicht die sumerische Vorstellung von der Schöpfung und vom Verhältnis zwischen Göttern und Menschen. Diese und ähnliche Texte liefern Einblicke in die sumerische Vorstellungswelt und ihre Götterhierarchie, zu der die Anunnaki gehören. In den Texten wird der Begriff auf die mächtigsten und wichtigsten Gottheiten im sumerischen Pantheon angewendet, die Nachkommen des Himmelsgottes An waren. Zu dieser Gruppe von Gottheiten gehörten wahrscheinlich die 7 Götter An, Enlil, Enki, Ninak, Nanna, Utu und Inanna. Obwohl bestimmte Gottheiten als Mitglieder der Anunnaki beschrieben werden, ist keine vollständige Liste der Namen aller Anunnaki erhalten geblieben, und sie werden in literarischen Texten normalerweise nur als eine zusammenhängende Gruppe dargestellt. Darüber hinaus beschreiben sumerische Texte die Anunnaki inkonsistent und sind sich nicht einig, wie viele Anunnaki es gab oder was ihre göttliche Funktion war. Ursprünglich scheinen die Anunnaki himmlische Gottheiten mit immensen Kräften gewesen zu sein. In dem Gedicht Enki and the World Order ehren die Anunnaki Enki, singen ihm zu, rühmen ihn und nehmen ihre Wohnungen unter den Leuten von Sumer ein. Dieselbe Komposition besagt zweimal, dass die Anunnaki die Schicksale der Menschheit bestimmen. Praktisch jede größere Gottheit im sumerischen Pantheon wurde als Schutzpatron einer bestimmten Stadt angesehen und sollte die Interessen dieser Stadt schützen. Es wurde angenommen, dass die Gottheit dauerhaft im Tempel dieser Stadt wohnt. Ein Text erwähnt bis zu 50 Anunnaki, die mit der Stadt Eridu in Verbindung stehen. In Inannas Abstieg in die Unterwelt gibt es nur 7 Anunnaki, die in der Unterwelt leben und als Richter dienen. Inanna steht vor ihnen wegen ihres Versuchs, die Unterwelt zu übernehmen. Sie hielten sie der Hybris für schuldig und verurteilten sie zum Tode. Große Gottheiten in der sumerischen Mythologie wurden mit bestimmten Himmelskörpern in Verbindung gebracht. Es wurde angenommen, dass Inanna der Planet Venus ist, Utu als die Sonne, Nanna war der Mond. An wurde mit allen Sternen des Äquators Himmels identifiziert, Enlil mit denen des Nordhimmels und Enki mit denen des Südhimmels. Die Bahn von Enlils Himmelsbahn war ein kontinuierlicher symmetrischer Kreis um den nördlichen Himmelspol, aber die von An und Enki glaubten, dass sie sich an verschiedenen Punkten kreuzen. Akkadische,
Babylonische und assyrisch-babylonische Darstellungen des Nationalgottes Marduk zeigen ihn als prominentes Mitglied der Anunnaki. Akkadische Texte des 2. Jahrtausends vor Christus folgen ähnlichen Darstellungen der Anunnaki aus Inannas Abstieg in die Unterwelt, die sie als tonische Unterweltgottheit darstellen. In einer abgekürzten akkadischen Version von Inannas Abstieg, die im frühen 2. Jahrtausend geschrieben wurde, kommentiert Erish Kigal, die Königin der Unterwelt, dass sie mit den Anunnaki Wasser trinkt. Später in demselben Gedicht befiehlt Erish Kigal ihrem Namtar, die Anunnaki von Egaljina zu holen, die Schwellenstufen mit Korallen zu schmücken und sie auf goldenes Roh zu setzen. Während der altbabylonischen Zeit wird eine neue Gruppe von Gottheiten eingeführt, die als Igigi bekannt sind. Die Beziehung zwischen den Anunnaki und den Igigi ist unklar. Bei einigen Gelegenheiten scheinen die Kategorien synonym verwendet zu werden, aber in anderen Schriften wie The Poem of Erra gibt es eine klare Unterscheidung zwischen den beiden. Im späten akkadischen Atrahasis-Epos sind die Igigi die 6. Generation der Götter, die gezwungen sind, Arbeit für die Anunnaki zu verrichten. Nach 40 Tagen erschaffen die Igigi einen Rebellen, und der Gott Enki, einer der Anunnaki, schafft Menschen, um sie zu ersetzen. Nach sumerischer Überlieferung sollen die Anunnaki den Menschen erschaffen haben, indem sie genetische Experimente durchführen und ihr eigenes Erbgut mit dem der primitiven Menschen vermischten. Diese Schöpfungsgeschichte wirft ethische und moralische Fragen auf. Die Anunnaki als eine außerirdische Rasse, die in der sumerischen Mythologie als Götter verehrt wurden. Sie galten als Schöpferwesen und spielten eine zentrale Rolle im kosmischen Gefüge. Enki und Enlil waren 2 der wichtigsten Anunnaki-Götter, die eine entscheidende Rolle bei der Erschaffung der Menschheit spielten. Enki galt als Wissenschaftler und Schöpfer, während Enlil als Herrscher und Beschützer angesehen wurde. Ihre unterschiedlichen Ansichten führten zu Konflikten und Machtkämpfen. Die Sumerer glaubten, dass die Anunnaki vom Himmel kamen und die Menschen erschufen, um für sie Gold abzubauen. Die sumerischen Texte beschreiben die Anunnaki als halb menschlich, halb göttlich und riesig. Die Sumerer leisteten Pionierarbeit auf vielen Gebieten, darunter die Erfindung des Rades, Bewässerungssysteme und das erste Schriftsystem. Sie hatten auch erstaunliches Wissen über Astronomie und das Sonnensystem. Insgesamt bieten die sumerischen Texte und archäologischen Funde Anlass zu Spekulationen über die Rolle außerirdischer Besucher in der menschlichen Geschichte, obwohl viele moderne Wissenschaftler skeptisch gegenüber diesen Interpretationen sind. Die Schöpfungsgeschichte der Anunnaki ist Gegenstand intensiver Debatten und kontroverser Interpretationen. Einige sehen darin einen mythologischen Bericht, andere interpretieren sie als Hinweis auf tatsächliche außerirdische Einflüsse auf die menschliche Evolution. Verschwörungstheoretiker behaupten zudem, dass Menschen mit rhesusnegativem Blut potenzielle Nachfahren der Anunnaki sind, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Königin Elisabeth II. Und Tom Cruise. Es wird spekuliert, dass die Anunnaki alle 3600 Jahre die Erde besuchen und möglicherweise in 800 Jahren wiederkehren könnten. Diese Theorien gehen davon aus, dass die menschliche Rasse von einer Gruppe außerirdischer Wesen, bekannt als Anunnaki, erschaffen wurde. Sie stützt sich hauptsächlich auf die Übersetzungen von Keilschrifttafeln, die angeblich von Zecharia Sitchin durchgeführt wurden. Sitchins Buchreihe Earth Chronicles bildet das Fundament für diese Theorie. Heute werden die Anunnaki oft als das Äquivalent des alttestamentarischen Schöpfergottes dargestellt. Im Gegensatz dazu zeigt der Keilschriftkorpus, dass die Anunnaki in der antiken Welt als die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit dargestellt wurden. Es wird angenommen, dass die Anunnaki eher als Halbgötter oder halbgöttliche Wesen betrachtet werden sollten. Edward Lipinski, ein Wissenschaftler, analysierte 1971 mehrere antike Texte, darunter die altbabylonische Version des Gilgamesch-Epos, und identifizierte den Berg Hermon und den Libanon als Wohnort der Anunnaki. Er zitiert Zeilen aus dem Gilgamesch-Epos, in denen von der Vernichtung Humbabas, des Wächters der Götterwohnung, berichtet wird. Und die beiden Hauptfiguren, Gilgamesch und Enkidu,
die geheime Unterkunft der Anunnaki öffnen. Lipinski argumentiert, dass ältere mesopotamische und nahöstliche kanaanitische Texte auf den Zedernwald des Berges Hermon als Wohnort der Anunnaki hinweisen. Er glaubt, dass der südliche Ausläufer des Antilibanon, der Berg Hermon, der Ort ist, an dem die Anunnaki in der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos wohnten. Er weist auch darauf hin, dass der Berg Hermon in der Antike als Hüter internationaler Verträge galt und diese Tradition mit dem Eid verbindet, den die Wächter in 1 Henoch schwören. Lipinski schließt daraus, dass der Berg Hermon der kosmische Berg ist, der die Erde mit dem untersten Himmel verbindet, und dass die himmlischen Wesen sich auf dem Gipfel des Berges Hermon versammeln, da dieser der Berg der Götter, der kananäische Olymp ist. Das Gebiet ist reich an jahrtausendealten Altären und war noch zur Zeit Konstantins des großen Schauplatz von Kultstätten und Ritualen. Gilgamesch war in der antiken Welt dafür bekannt, Wissen aus der Welt vor der Sintflut erlangt zu haben. Dies schließt den Kreis zu Lipinskis Interpretation der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos, in der der alte König zum Berg Hermon reist, dem Wohnort der Anunnaki. Die Anunnaki, die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit, ein Pantheon von Göttern, die die Kinder des Himmelsgottes Anu und seiner Schwester Ki waren. Dies entspricht der biblischen Tradition, nach der die Sterblichen aus dem Staub der Erde geschaffen wurden, Genesis 2:7. Offenbar wurde Anus Gefährtin Ki ursprünglich nicht als Gottheit betrachtet und erst viel später in der Geschichte des Mythenzyklus in den Rang einer Göttin erhoben. Im Wesentlichen würde dies bedeuten, dass die Anunnaki aus einer Vereinigung zwischen einem Himmelsgott und einer sterblichen Frau hervorgingen, die später in mythischen Traditionen vergöttlicht wurde. Ki ist das sumerische Zeichen für Erde, und Anus Gefährtin wird oft als Personifizierung der Erde selbst betrachtet. Das Konzept einer Gruppe halbgöttlicher Wesen, die von sterblichen Frauen geboren wurden, ist der biblischen und außerbiblischen Tradition der Nephilim sehr ähnlich. Das Buch 1 Henoch, das dem Patriarchen Henoch zugeschrieben wird, beschreibt eine Gruppe von 200 gefallenen Engeln, bekannt als die Wächter, die auf den Berg Hermon hinabstiegen und einen Eid schworen, Nachkommen mit menschlichen Frauen zu zeugen. Diese Vereinigung führte zur Geburt von großen Riesen, die schließlich alle Errungenschaften der Menschen verzehrten und, als die Menschen sie nicht mehr ertragen konnten, sich gegen sie wandten und die Menschen verschlangen. Diese Aktivitäten provozierten das Handeln Gottes, der die Riesen verfluchte, gegeneinander Krieg zu führen, und die Erzengel schickte, um die Wächterführung in den Tälern der Erde zu binden. Die hebräischen Texte bezeichnen die mächtigen Wesen, die von den Wächtern geboren wurden, als die Nephilim. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anunnaki in der Präastronautik-Theorie oft als außerirdische Schöpfer der Menschheit dargestellt werden, während sie in der antiken Welt ein Teil des sumerischen Götterpantheons waren. Ich hoffe, dass diese Einblicke in die faszinierende Welt der Anunnaki und ihrer vermeintlichen Verbindung zu unserer Geschichte euch inspiriert haben. Wenn ihr mehr über die verschiedenen Götter erfahren möchtet, schaut euch meine Anunnaki-Playlist an, in der bereits einige Videos zu diesem Thema vorhanden sind. Bleibt neugierig und erforscht weiterhin die Geheimnisse unseres Universums. Bis zum nächsten Mal und möge eure Reise voller Erkenntnis und Entdeckung sein.